Hallo liebe Kinder, in diesem Video geht es um den Künstler Banksy. Banksy ist einer der bekanntesten Künstler unserer Zeit. Wenn du seinen Namen noch nicht gehört hast, dann hast du bestimmt schon eins seiner Bilder gesehen. Das Mädchen mit dem Ballon ist gerade sehr berühmt, weil Banksy sich hier etwas Besonderes hat einfallen lassen. Er hat in den Rahmen von diesem Bild einen Schredder eingebaut. Und in dem Moment, als das Bild für über 1 Million Euro verkauft wurde, hat er es zerstört. Eigentlich sollte man denken, dass das Bild dadurch an Wert verloren hat. Aber ein paar Jahre später wurde das zerschnittene Bild für über 18 Millionen Euro verkauft. Banksy hat durch die Zerstörung ein neues Kunstwerk erschaffen. Banksy ist bekannt geworden durch seine Graffiti-Bilder. Man sagt dazu auch Street Art, also Straßenkunst. Er malt, oder besser gesagt sprüht seine Bilder an verschiedene Orte auf der ganzen Welt. Diese Art von Kunst ist eigentlich verboten, denn die Wände, auf denen die Künstler sprühen, gehören meist anderen Leuten, die das vielleicht gar nicht wollen. Banksy ist ein großes Geheimnis. Außer seinen besten Freunden kennt niemand seinen Namen und man weiß nicht, wie er aussieht. Vielleicht ist Banksy auch gar keine Person, sondern eine Künstlergruppe. Aber gerade dieses Geheimnis macht Banksy so interessant. Seine Bilder tauchen plötzlich auf und werden teilweise auch wieder zerstört oder übermalt. Das ist keine Kunst für die Ewigkeit. Seine Bilder sind mittlerweile sehr wertvoll und seine Graffitis werden manchmal, wie diese Tür, gestohlen und dann verkauft. Schauen wir uns mal an, wie Graffiti eigentlich entstanden ist. Graffiti kennst du vielleicht als große Bilder auf Wänden, die gesprüht werden. Graffiti heißt so viel wie kratzen oder schreiben. Die ältesten Graffiti findet man in Ägypten, wo Menschen ihren Namen oder Zeichnungen vor tausenden Jahren in Mauern geritzt haben. Irgendwann haben Jugendliche in New York Spraydosen benutzt und ihren Namen auf Wände geschrieben. Diese Namen wurden immer kunstvoller und aufwendiger und Graffiti wurde zu einem eigenen Kunststil. Banksy benutzt eine besondere Form des Graffiti. Er schneidet eine Schablone aus und sprüht dann damit sein Bild auf eine Wand. Banksy ist aber nicht nur durch seine Bilder bekannt geworden, sondern auch durch seine Aktionen, die er immer wieder veranstaltet. Ein Geschäft, das niemals öffnet und in dem man die Sachen nicht kaufen kann. In Venedig baut er einen Stand mit Bildern auf, wird aber dann von der Polizei vertrieben. Or you have the authorization, or you have to go away. You can't stay here. Ein paar Jahre vorher gab es einen Stand mit Banksys Bildern, die er für $60 verkauft hat. Aber niemand wusste, dass sie von Banksy sind. Und so hat auch kaum jemand etwas gekauft. Diese Frau hat 2 Bilder gekauft, die nachher für ungefähr 200.000 Euro wieder verkauft wurden. Glück gehabt. Aber das ist schon seltsam. Erst wenn die Bilder in einer Galerie oder in einem Museum hängen, wenn Sammler wissen, dass sie von Banksy sind, werden sie wertvoll. Bei dieser Aktion im Sommer 2021 ist er mit dem Wohnmobil durch Großbritannien gefahren und hat an verschiedenen Orten seine Bilder gesprüht. So macht Banksy also Urlaub.
Somebody's done that. Yeah, someone's done that, ain't they? Dadurch, dass niemand Banksy kennt und er seine Bilder auf Wände malt, ist auch nicht klar, wem die Bilder eigentlich gehören. Man kann viele seiner Bilder im Internet kaufen, auf Postkarten, Tassen, Klodeckeln und was du dir nur vorstellen kannst. Aber Banksy hat diese Bilder gar nicht selbst gemacht, sondern andere haben sie kopiert und verkaufen die Sachen, ohne Banksy etwas abzugeben. Banksy selbst hat mal gesagt, Copyright, also das Recht an der eigenen Kunst, ist für Verlierer. Wenn er das wirklich ernst meint, dann dürfte er sich darüber eigentlich auch nicht ärgern. Jetzt wollen wir mal unseren eigenen Banksy machen. Auch wir wollen ein Bild durch Zerschneiden zu einem Kunstwerk machen, wie Banksy das mit dem Mädchen mit dem Luftballon gemacht hat. Zuerst brauchen wir ein Stück Pappe, das etwas größer ist als unser DIN A4-Blatt, da wir hier noch unseren Rahmen festkleben. Wir schneiden Streifen aus Pappe, ungefähr 5 cm breit. Diese Pappstreifen legen wir um unser weißes Blatt auf den Karton. Am besten überlappen die Streifen etwas. Nun schneiden wir erst die überstehende Pappe an der Seite ab. Ich lege ein Lineal so an die Ecke, dass die beiden Ecken miteinander verbunden sind und zeichne von einer Ecke zur anderen. Diese schräge Kante schneide ich ab. Dann passen nachher die Pappstreifen genau zusammen. Diese Verbindung nennt man auch Gärung. Das machen wir bei allen Streifen. Wir legen unseren Rahmen mal zusammen und schauen, ob es passt. Wenn es nicht genau passt, können wir noch etwas nachschneiden. Wir schauen, dass unser Rahmen groß genug ist und er um unser DIN A4-Blatt passt. Erst jetzt kleben wir unseren Rahmen fest. Auf der einen Seite kleben wir den Rahmen aber noch nicht fest. Hier soll ja später das Bild herausragen. Um den Rahmen noch zu verschönern, habe ich noch schmale Pappstreifen geschnitten. Die klebe ich aber auch noch nicht fest. Vorher möchte ich meinen Rahmen noch gestalten und dazu zeichne ich mit braunem Filzstift Linien. Mit einem gelben Filzstift zeichne ich noch weitere Linien. Durch diese Schraffur entsteht so ein bisschen ein 3D-Effekt. Die schmalen Streifen bemale ich auch noch. Du kannst statt einem Filzstift auch irgendeinen anderen Stift benutzen. Auch diese Streifen klebe ich fest. Auf der Rückseite verstärke ich die Ecken mit den übrig gebliebenen Dreiecken und klebe sie fest. Jetzt male ich mein Bild. Dazu nehme ich auch einen schwarzen Filzstift und zeichne Banksys Figur. Das muss bei dir jetzt nicht so aussehen. Bei mir ist es schon sehr ähnlich geworden. Ich finde es sogar schöner, wenn du dir eine eigene Figur ausdenkst, vielleicht ich und meinen Luftballon. Nun schneide ich das Bild unten ungefähr bis zur Mitte ein. Du kannst auch erst das Bild einkleben und die Streifen dann schneiden. Schließlich legst du das Bild auf deinen Rahmen und schaust, ob es passt. Wenn du zufrieden bist, klebst du erst dein Bild fest und dann den übrig gebliebenen Rahmen. So sieht es dann von hinten aus. Dann wünsche ich dir viel Spaß.